Hyundai zeigt uns sein neues E-SUV, den Ioniq 9. Bei dem neuen Flaggschiff handelt es sich um ein 7-sitziges Elektroauto der Ioniq-Familie mit 3 Sitzreihen, das vorrangig für die Märkte in den USA und Asien bestimmt ist. Der kommt aber im Laufe nächsten Jahres auch zu uns. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Hyundai ergänzt seine Ioniq-Modellreihe um das neue rein elektrische SUV Ioniq 9, quasi das Pendant zum bereits von Kia gelaunchten EV9. Einen Ausblick auf dieses Fahrzeug hatten die Südkoreaner bereits vor 3 Jahren mit dem Konzeptfahrzeug 7 gegeben. Der Öffentlichkeit präsentiert wurde das neue Hyundai-Modell auf der letzten LA Auto Show, womit einer der wichtigsten Zielmärkte bereits benannt ist. In den USA und im Heimatmarkt Südkorea soll der Ioniq 9 Anfang 2025 eingeführt werden. Weitere Rollouts in Europa und anderen Märkten sind im Laufe des Jahres 2025 geplant. Hyundai selbst betont, dass das SUV eine Schlüsselrolle im Plan des eigenen Unternehmens spiele, bis zum Jahr 2030 insgesamt 23 neue Elektromodelle auf den Markt zu bringen. Bei der Optik ist der Ioniq 9 auf Aerodynamik getrimmt. Die Seitensilhouette ist von einer aerodynamisch geschwungenen Dachlinie geprägt. Den Luftwiderstandsbeiwert beziffert das Unternehmen auf 0,26, für ein per Definition breit und hoch im Luftstrom stehendes SUV eigentlich ein guter Wert. Als entscheidend für die Aerodynamik bezeichnen die Südkoreaner on top die ausgewogene Luftströmung über den Unterboden und der reduzierte Rollwiderstand. Zu den weiteren Lösungen zur Aero-Optimierung zählt Hyundai aerodynamisch optimierte Räder und in das Fahrzeug eingelassene Antennen. Als herausstechendes Designmerkmal greift das Neumodell die Ioniq-typischen Pixel auf, die vorne in die LED-Leuchteinheiten und die untere Blende integriert sind und auch hinten aufgegriffen werden. Grundsätzlich fällt das Heck sehr steil ab. Bei den Scheinwerfern handelt es sich um Matrix-LED-Einheiten. Als Hingucker sind zudem die Türaußengriffe indirekt beleuchtet. Bei den Felgen stehen 19, 20 und 21 Zöller zur Auswahl sowie optional 21 Zoll Felgen im auffälligen Kalligraphie-Design. Weitere Individualisierungsoptionen liefern 16 Außenfarben. Die Innenfarben umfassen neben einfarbigen Schwarz noch 6 zweifarbige Optionen. Innen will der Ioniq 9 dank seines großen Radstands mit Geräumigkeit punkten. Hyundai verspricht 1,89 Meter Kopffreiheit und über alle Sitzreihen hinweg in Summe 2,05 Meter Beinfreiheit. Das Cockpit des Ioniq 9 wird von einem nach innen gewölbten Panoramadisplay dominiert, das von einem modern anmutenden Armaturenbrett flankiert wird. Das Infotainment-System umfasst ein 12 Zoll Kombi-Instrument und einen integrierten 12 Zoll Monitor auf dem genannten Panoramadisplay. Ab Werk fährt der 7-Sitzer außerdem mit einem Soundsystem mit 8 Lautsprechern vor, optional erhältlich ist auch ein Premium-Bose-System. Zu den wichtigsten Innenraum-Features gehören ein großes Panoramadach, Relax-Sitze in der ersten und zweiten Reihe, wobei sich die Sitze in der zweiten Reihe auch drehen lassen, sowie eine um 19 cm verschiebbare Mittelkonsole mit Stauraum, zu der die Passagiere in der ersten und zweiten Sitzreihe Zugang haben. Wenn die dritte Sitzreihe umgeklappt ist, bietet der Kofferraum Platz für bis zu 908 Liter, sonst sind es 338 Liter. Darüber hinaus verfügt der Ioniq 9 über einen Frunk, der bei der heckgetriebenen Version bis zu 88 Liter und bei den Allradlern bis zu 52 Liter fasst. Nach dem Ioniq 5 und 6 ist der Ioniq 9 Hyundais drittes Volumenmodell auf Basis der hauseigenen eGMP-Architektur. Das E-SUV beherbergt einen 110,3 Kilowattstunden Akku und einen 160 kW Heckmotor. Das sind etwas höhere Werte als der ebenfalls auf der eGMP aufbauende Kia EV9. Als Allradler erhält der Ioniq 9 einen zweiten Motor an der Front mit 70 oder optional 160 kW Leistung. In erstem Fall spricht Hyundai von seiner Long-Range-Variante mit Allradantrieb, in letzterem Fall von seinem Performance-Allradler. Für die einmotorige Variante nennt Hyundai eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern und einem WLTP-Energieverbrauch von 19,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Diese Werte sind allerdings noch nicht offiziell, die Homologation steht noch aus. Mit dieser Reichweite würde das E-SUV aber im Markt ganz vorne mitspielen. Der Allradler mit 2 160 kW Motoren an Bord soll in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen, die anderen beiden Varianten in 6,7 und 9,4 Sekunden.
Laden kann der Ioniq 9 laut Hersteller an einem DC-Schnelllader mit bis zu 260 kW in 24 Minuten von 10 auf 80%. Auch hier handelt es sich aber um einen vorläufigen Wert. Die Maße des Ioniq 9 nennt Hyundai noch nicht, mit Ausnahme der Länge von 5,06 Metern und des Radstands von 3,13 Meter. Was nochmals 3 cm größer ist als beim Kia Pendant EV9. Der übrigens auch nur auf 541 Kilometer Reichweite kommt. Es gibt aber natürlich noch weitere Besonderheiten, darunter ein verbessertes Leistungselektroniksystem, eine leichtere Karosserie durch den Einsatz von Aluminium bei Kotflügeln und Seitenverkleidung und natürlich auch die um 10 Kilowattstunden größere Batterie. Zu Zelltypus und Zellchemie äußert sich der Hersteller nicht weiter. Der Marktstart für den Hyundai Ioniq 9 erfolgt in Europa voraussichtlich im Frühsommer nächsten Jahres, während der US-amerikanische und südkoreanische Markt bereits Anfang des Jahres bedient wird. Der Einstiegspreis in Europa wird bei etwa 60.000 € liegen. Ihr könnt mir eure Preisprognosen aber auch gerne unter das Video schreiben. Wie gefällt euch der Hyundai Ioniq 9? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!